Hallo, wir sind's, die Piranhas. Und wir haben mit euch was ganz Tolles vor. Und zwar am 26. und am 28. Oktober. Also theoretisch sogar vom 26. bis zum 28. Oktober. Genau. Dann findet nämlich die Arten Games 2018 statt. Das ist in Essen, hier, wo wir auch sind, nicht bei uns in der Firma, sondern im Unperfekthaus. Das Unperfekthaus ist in der Innenstadt von Essen und dort kann man hingehen und es findet eine tolle Veranstaltung statt den ganzen Tag über. Wir beginnen am Freitag um 13 Uhr, aber es läuft eigentlich schon seit morgens den ganzen Tag was im Unperfekthaus. Es kommen Entwickler, nicht nur wir, sondern auch andere, zum Beispiel die von Ben & Block Party, Sluggerfly. Es kommen sehr viele verschiedene Streamer, zum Beispiel der Densen. Der Densen. Genau, 86 und noch viele andere. Da sind verschiedene Autoren, die ihre Bücher vorstellen. Man kann dort, wenn man gerade zum Beispiel auf der Spielmesse ein Spiel gekauft hat, hingehen und sich da hinsetzen und das ausprobieren. Wir werden dort auf der Bühne Leute bespaßen und denen etwas über unsere Arbeit erzählen. Abends wird Fett Party gefeiert. Es finden Wettbewerbe statt und vieles mehr. Das könnt ihr euch in dem Programm, mein Gott, heute habe ich es aber auch, anschauen. Und zwar am besten auf Facebook bei Arten Games oder, also Art Games blendest du ein, oder auch was wir hier machen, die ganze Zeit über, sieht man auch auf unserer Website, kann man ja mal einen Link rausposten. Und vielleicht kommt ihr und wir sehen uns da, das wäre schön, dann können wir ein bisschen quatschen und ein bisschen Spaß haben. Hallo, willkommen zur neuen Session von Piranha Becken TV. Ist jetzt die Session 6, glaube ich. Ja. Neues Wetter, ich bin trotzdem am Schwitzen. Es war ein bisschen kühler, ne? Deswegen haben wir uns ein bisschen schalig und jackig angezogen. Aber wird schon laufen, hoffe ich. Was haben wir heute für ein Thema? Spoiler. Spoiler ist echt mies, ne? Oder? Spoiler. Was ist Spoiler überhaupt? Ja, das ist, wenn ich vorher schon was weiß, was ich eigentlich nicht wissen wollte. Okay, also, warum sind Spoiler kacke? Es geht um irgendetwas, was man sich gerne angucken oder was man gerne zocken möchte oder sonst irgendwie sowas, ja. Und dann kommt irgendeiner und erzählt einem, wie es ausgeht. Nehmen wir mal ein Buch. Ja? In einem Buch ist eine spannende Geschichte, ja. Und dann liest man da und dies und das und so. Ach, ist das nicht das Buch, wo die Frau der Mörder ist? Das ist Kacke. Das will man nicht. Das will man nicht hören, weil man das Buch ja noch lesen möchte. Aber es gibt auch ein paar Leute, die nehmen die letzte Seite, ne? Und lesen die mal, ob sich das lohnt, überhaupt das Buch zu lesen. Solche Leute gibt's auch. Ja, ich kenne 2 Leute, die machen das tatsächlich. Echt? Ja. Deine Mutter? Ich hätte jetzt gesagt deine, aber... Nee, komm, ey, ehrlich, Verwandte, ey. Ja, aber es ist tatsächlich so, dass es gibt Menschen, denen macht das offensichtlich nichts aus oder die regt das so auf, wenn sie nicht wissen, wie es ausgeht, dass sie vorher irgendwie mit Absicht spoilern, damit sie die Geschichte ertragen können oder so. Ich weiß nicht, was das für ein Kram ist, ne? Also ich find's furchtbar. Ja, mir geht das in der Regel auch nicht so. Ne? Ich bin da zwar noch nicht ganz so extrem wie du, aber ist gar nicht so lang her irgendwie, dass einem das auch tatsächlich irgendwie das Gucken oder Spielen von irgendwas versauen kann, ne? Ja. Dass man sagt, oh, hätte ich das nicht gewusst, dann hätte ich es jetzt noch spielen wollen, aber jetzt weiß ich's und jetzt habe ich gar keinen Bock mehr, weil ich ja schon weiß, was kommt. Das ist irgendwie dann total schade, ne? Tja. Wir haben weniger als 100 Leute gefragt, ja, was sind denn deine Top-Kriterien für eine spannende Geschichte, ja? Und die haben Folgendes gesagt. Also, dass man immer wieder diesen Aha-Effekt hat. Auch das Unvorhersehbare. Eine Spannungskurve, ein gutes Ende und der Charakter. Also auf jeden Fall denke ich Charaktere, das ist, da bin ich mehr zugekommen. Früher war ich immer eher so der Meinung, ja, das wird übertrieben und solange viel passiert, das reicht schon. Aber man merkt halt, bei eigentlich jedem guten Spiel sind's, oder auch bei jeder guten Geschichte sind es letzten Endes die Charaktere, die irgendwie den Ausschlag geben, weil man mit ihnen mitfiebert und nur Action oder nur, dass Dinge passieren, reicht nicht. Gleichzeitig bin ich ein Fan davon, wenn Dinge passieren. Ich mag es nicht so sehr, wenn einfach ewig über
über dasselbe Thema irgendwie ewig geredet wird oder halt es nicht wirklich vorangeht. Ich finde Pacing sehr wichtig, also die Geschwindigkeit, in der eine Geschichte erzählt wird. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn sich das falsch anfühlt oder wenn es mal zu lange dauert, aber auch zu schnell ist schlecht, wenn man das Gefühl hat, da wird durchgerusht und irgendwie wichtige Sachen werden nur so nebenher bearbeitet, fühlt sich irgendwie auch weird an. Spürbare so einen Anstieg haben der Dramatik, dass du merkst, hier geht's auch um was und nicht so, ja, so belangloses, wenn jetzt irgendwie kriegst, da ist so ein Volk und es wird ausgelöscht. Wenn ich da jetzt nicht helfe, denke ich mir so, ja gut, wenn die mir nichts bedeuten. Es muss dich halt persönlich so ein bisschen involvieren. Also am besten ist es, du magst Charaktere aus dieser Sparte, aus dieser Sippe sozusagen und dann merkst du, okay, wenn ich das jetzt nicht mache, dann geht's denen schlecht, ja. Und das gipfelt dann darin, dass du entweder das Unheil abwendest oder dass du es halt vermasselst und das passiert. Das ist für mich ein gutes Drama, das ist für mich ein guter Aufbau eines Spannungsbogens. Eine gute, spannende Geschichte muss auf jeden Fall so sein, dass am Ende nichts mehr so ist wie am Anfang. Die Welt und der Protagonist müssen am Ende so eine Änderung durchlaufen haben, dass es sich nicht mehr einfach umkehren lässt. Die Story darf nicht zu geradlinig werden. Sie darf ruhig Fragen aufwerfen und man darf sich auch mal fragen zwischendurch, was soll der Scheiß hier und warum mache ich das überhaupt? Wir wollten doch was ganz anderes machen, wenn sich der Kreis irgendwo schließt. Ich muss überrascht werden. Ich muss auch mitfiebern können, also sprich, es muss eine echte Gefahr da sein. Und sie sollte logisch sein. Der Nervenkitzel, was passieren könnte. Bei einem Charakter, ob der böse ist oder gut ist, also die Kriterien sind wichtig. Die muss spannend beginnen. Also wenn ich ein Spiel habe, wo ich jetzt ewig brauche, um dort reinzufinden in der Story, dann wäre das schon so ein Killerfaktor für mich. Also sie muss spannend beginnen. In der Mitte müsste sie überraschende Wendungen mit sich bringen. Ganz wichtig, Spaß, immer Spaß. Dann Überraschung, ich will eine Überraschung. Ich will irgendwann mal irgendwo sitzen und sagen, wow. Verrat muss eigentlich schon mit drin sein. Ja, es ist auf jeden Fall eins dieser Dinge, die man unbedingt braucht. Ne? Unvorhersehbarkeit. Das heißt, wenn man überrascht wird in der Geschichte. Eine Story ohne Überraschung ist vorhersehbar, ja, und wird dann ziemlich schnell langweilig, sagt man, der Volksmund. Und wir arbeiten ja in der Storyabteilung mit. Wir geben uns immer Mühe, dass eben die Geschichten, die wir da erzählen, eben nicht zu sehr vorhersehbar sind. Es gibt also den groben Plot, wie bei Elex, ja. Du musst in den Eispalast am Ende des Tages. Okay, da weiß man Bescheid, da hat der Tag Struktur, ab nach Norden. Um dahin zu kommen, hast du aber sehr viele unterschiedliche Geschichten, die auch sehr spannend sind, oder spannend erzählt sind, wo man eben nicht genau weiß, wie sie zu Ende gehen. Ja? Und das sind so Sachen, die möchte man dann ja auch nicht von einem Dritten erzählt bekommen irgendwie. Ja, dass er irgendwie sagt, so irgendwie, ja, da musst du das und das machen und dann passiert da, aber pass auf, der verarscht dich. So. Das will ich doch gar nicht wissen. Ja, das ist, also wir sind uns einig, Spoiler sind scheiße. Ja, ich finde das auch nicht schön. Ich finde es sehr interessant, dass gerade wenn man eine Geschichte schreibt oder auch eine Quest schreibt, bei der man sich irgendwie am Ende etwas ausgedacht hat, das vielleicht nicht ganz so am Ende geschieht, wie der Spieler sich das am Anfang denkt. Dann hat man natürlich irgendwie das Bedürfnis zu schauen, na, hat's denn auch funktioniert? Ist der wirklich nicht drauf gekommen? Oder wer ist drauf gekommen und welche Hinweise haben ihn dazu gebracht und solche Sachen? Und das schon recht früh. Aber du musst die Klappe halten und darfst nichts sagen, bis das Spiel nicht irgendwann raus ist und du es dann irgendwie bei irgendwem siehst. Und das ist auch gut so. Und das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert, ne? Denn auf der einen Seite möchte man diese spannenden Sachen und die Twists und Turns, die natürlich auch das Spiel ausmachen am Ende, mitunter nicht verraten. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wenn dann irgendeiner kommt und sagt, ja, worum geht es denn bei euch im Spiel? Dass wir dann sagen, ja, wir haben ein total geiles Spiel mit einer total spannenden Geschichte. Spielst du am besten selber. Weil, ja, man möchte ja sagen, was das Spiel kann, aber man möchte gleichzeitig nicht so viel verraten. Und auf der einen Seite möchten die Leute da draußen am liebsten alles schon vorher wissen, aber nicht gespoilert werden. Ja, das ist natürlich schon so eine Sache, aber was ist denn so der mieseste Spoiler, der dir je angetan wurde, ohne den Titel zu nennen? Fällt dir da einer ein? Der mieseste Spoiler, ohne den Titel zu nennen? Ja.
Also ich habe meine schon gesagt, das war ein Film, ja. Ach, das ist der Film, wo die Frau der Mörder ist. So, dann brauche ich mir den noch nicht mal angucken. Ne? Also mir fallen auf Anhieb 2 ein. Ja. Das eine ist eine Serie, bei der jemand gestorben ist. Und ich habe es auf Facebook gesehen. Habe dann die Seite entfreundet, damit ich sowas nicht nochmal sehe. Und habe dann auch lange darauf gewartet, bis diese Person dann endlich tot war. Das fand ich sehr blöd. Der das geschrieben hat? Nein. Nein, nein, das war die Seite. Ich habe der Serie gefolgt, Mensch. So, der hat gespoilert, der ist jetzt nicht mehr mein Freund. Nein, so schlimm ist es auch nur wieder nicht. Gut, nein, ich habe der Serie gefolgt, habe gedacht, die Serie kommt aus Amerika und da sind die natürlich etwas weiter als wir hier und bis das dann bei uns ankommt, haben sie schon das Ende verraten. Ja. Und das war ziemlich blöd. Und da habe ich gedacht, na gut, ich kann dieser Serie auf Facebook gerne wieder folgen, weil ich sie gerne mag, wenn ich sie mal zu Ende geguckt habe, aber nicht währenddessen. Na gut, das ist aber auch, man kann es auch übertreiben. Ne? So schlimm ist es dann auch wieder nicht, aber man ärgert sich schon, wenn man irgendwie sich drauf gefreut hat und einer nimmt einem das Ergebnis vorweg. So, beim Fußball ist das genau das Gleiche. Warum soll ich mir denn das Fußballspiel angucken? Das ist ja nicht mehr spannend. Ich weiß ja, wie es geht. Aber gut, es gibt auch andere Meinungen dazu, die wollen wir auch gelten lassen an der Stelle. Ne? Aber welche Spoiler sind denn erlaubt? Also, was genau erzählen wir denn den Kunden oder den Spielern oder den potenziellen Käufern am Ende des Tages über unser Spiel, ohne jetzt groß zu spoilern? Also da gibt's eine ganze Menge, was wir zeigen können. Ne? Zum Beispiel können wir euch die Welt zeigen. Im Fall von Elex ist es so, das Setting, es ist ein Science-Fantasy-Universum und da sind halt mehrere Epochen oder so, ja, irgendwie vertreten. Einmal das Mittelalterliche mit Magie und so, also High Fantasy. Dann irgendwie die Outlaws mit der Postapokalypse, ja, und naja, und sogar die futuristischen Kleriker und die Alps sind dabei, so, ne? Also das heißt, man kann schon ein bisschen was über die Gilden erzählen, wie die funktionieren, ja, wem man sich anschließen darf am Ende des Tages. Es gibt Leute, denen ist das schon zu viel, ne? Also zu viel Spoiler. Nee, das will ich alle gar nicht wissen, so und so weiter, aber es gibt auch viele, die wollen unheimlich viel erfahren, ja? Und das hält sich so immer die Waage, so. Das ist also, man muss schon ein bisschen was zeigen. Was man nicht zeigt, ich sage immer gerne, Endboss is the limit, ja? Das heißt, irgendwo wie das Spiel endet, ja, will man nicht unbedingt dann auch zeigen oder erzählen oder sowas, ja. Das ist dann schon ein Tick zu viel. Die Features, ja, was kann das Spiel überhaupt, ja? Zum Beispiel, dass man in Elex ein Jetpack benutzen kann. Das wollten wir ziemlich frühzeitig schon präsentieren. Spoilert das? Eigentlich nicht, ne? Sondern das gibt dann eigentlich irgendwie so zeigt dann die Möglichkeiten, die so ein Spiel eigentlich hat, ne? Und, ja, einzelne Charaktere kann man vielleicht auch mal zeigen. Vorstellen vor allen Dingen. Ne? Genau. Du kannst die vorstellen, aber du darfst halt deren Geschichte nicht verraten, ne? Was genau mit denen passiert. Im besten Fall hast du ja viele Charaktere, die einen Handlungsverlauf und einen Charakterbogen haben und da verändern sich einige Dinge oder die haben eine Entwicklung oder denen passiert irgendwas und das verrätst du selbstverständlich nicht. Das bedeutet, dass am Ende sehr viele Dinge rund um das Spiel, um das Setting, um die Mechaniken, um Bewegungen, um Figuren, um Monster gezeigt wird, ohne dass wir etwas über die Geschichte verraten und am Ende im besten Fall bei Release immer noch keiner weiß, worum es eigentlich in dem Spiel geht. Das verwirrt tatsächlich einige Leute. Ne, das habe ich auch schon gelesen irgendwie, so ja, aber ja, habe ja keine Ahnung. Oder im schlimmsten Fall, dass die Leute dann sagen, ja, aber das Spiel hat ja gar keine Geschichte, nur weil wir sie nicht verraten haben. Natürlich hat es das immer. Ja, also die Menschen möchten gerne die Geschichte ja wissen und ein bisschen erzählen wir ja auch. Ja, wir haben ja zum Beispiel erzählt, dass unser Held Jax ein Alp ist. Ein Alp-Commander ist oder war so, weil er in der Geschichte irgendwie exekutiert wird von seinen eigenen Leuten und ab da irgendwie auf der Flucht ist vor seinen eigenen Leuten und dass er sich dann der Welt stellen muss, den verschiedenen Fraktionen stellen muss und dass er so ein persönliches Schicksal hat, weil er jetzt seine Gefühle wieder bekommen hat, ne, oder überhaupt das erste Mal in seinem Leben Gefühle bekam, weil er kein Elex mehr konsumiert. Solche Dinge sind natürlich so der Startschuss. So, worum geht es eigentlich? Wer bin ich überhaupt? Was mache ich eigentlich? Das sollte kein Problem sein, wenn man da ein bisschen was erzählt. Das spoilert ja nicht. Ne? Genau. Außerdem muss man dazu sagen, dass wir häufig Dinge tun, die euch dazu veranlassen, irgendwie selber zu bestimmen, wie die Geschichte endet. So, ja? Das heißt also, wir sagen ja irgendwie, nahezu jeder oder fast jeder in der Welt ist irgendwie mortal. Das heißt, man kann den töten. Ja? Und das heißt also, im Grunde genommen könnt ihr schon maßgeblich mit daran
mitarbeiten, sozusagen, wie die Geschichte ausgeht, ja? Aber wie sie dann ausgeht, wenn einzelne Sachen passieren. Das heißt, diese Butterfly-Effekt-Geschichten, die wollen wir euch natürlich nicht verraten. Das heißt, oh, gib dem kein Geld, weil nachher passiert Folgendes, das wäre blöd. Das ist wieder ein Spoiler. Aber genau das finde ich auch wieder an der Stelle interessant. Wir legen sehr viel Wert darauf, viele Entscheidungen in die Geschichte einzubauen, ja, in der Story. Und auf der einen Seite möchten wir dem Spieler zeigen, dass es Entscheidungen gibt, ja, und dass die auch tatsächlich Auswirkungen haben, man ein bisschen aufpassen muss, was man macht, weil du halt viele Dinge in der Welt beeinflussen kannst. Auf der anderen Seite möchten wir den Leuten vorher nicht erzählen, was dann passiert. Ne? Und das heißt, wenn wir dann hergehen und sagen, ja, es gibt viele Entscheidungen, die haben auch Auswirkungen, also Vorsicht, aber wir verraten nicht welche, dann denkt der Spieler erstmal, ja. Ne? Und du musst im Prinzip ausprobieren und selber herausfinden, was es denn dann damit auf sich hat. Mhm. Ich finde das Thema besonders spannend, wenn man eine Demo macht, zum Beispiel für eine Messe. Ja. Das ist nämlich lange vor Release oft. Und die Spieler können dann schon mal eine Parzelle sich angucken aus dem Spiel. Und das Ding ist auch so ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite möchte man möglichst viel vom Spiel zeigen, was das kann. Damit der Spieler bei so einem großen Titel ungefähr eine Vorstellung davon hat, was ihn erwartet und was für Möglichkeiten er hat und wie groß und toll das Spiel sein kann, wenn man es dann spielt. Auf der anderen Seite möchte man nicht spoilern. Bei Spielen ist das ja eine Sache, auch wenn man mit irgendwie beeinflussen kann, die Geschichte, ja. Aber bei Filmen ist das so, der Film ist der Film ist der Film. Man kann ja nicht irgendwie mittendrin umentscheiden, was irgendwie passiert oder so. Es soll in Amerika auch mal so Experimente gegeben haben mit irgendwelchen Zuschauern, wo man dann auch sagen konnte und voten konnte, irgendwie um den Ausgang der Geschichte zu, sag ich mal, so interaktiv irgendwie zu beeinflussen oder so. Aber geht es dir auch so, dass einige Trailer heutzutage irgendwie eigentlich die komplette Geschichte erzählen? Ja? Das geht mir vor allen Dingen so bei Trailern, die gemacht werden von verschiedenen Anbietern, bei denen man Filme und Serien sehen kann. Mhm. Ja? Ja? Wenn man dann guckt, irgendwie, ja, was ist das denn für eine Serie? Irgendwie, ja, nein, stopp, will ich gar nicht wissen. Ja. Weil die dann schon sehr weit in die Zukunft vorgreifen. Und was ich auch total furchtbar finde, ist, wir haben uns damals einiges an Serien gekauft, auf der DVD. Und für jede Staffel oder jede Folge haben die oft so ein Vorbildchen. Mhm. Ne? Und bei diesen Bildchen alleine schon spoilern die oft das Ende der Folge. Da frage ich mich manchmal, warum? Und was noch viel wichtiger ist, warum? Die interessante Sache ist dabei vermutlich, oder das Rätsels Lösung ist dabei vermutlich, dass derjenige, der die DVD macht, ja, jemand völlig anderes ist als derjenige, der den Film macht. Und jemand völlig anderes ist als derjenige, der das in Auftrag gegeben hat und. Das ist halt eine Riege von Leute, die irgendwie irgendwas da und da reintun. Und daran liegt das wahrscheinlich. Ja, der Gedanke ist ja häufig, gerade im Marketing, wenn du den Leuten etwas zeigst, dann zeig ihnen etwas, was am besten so richtig knallt. Ja. Und wenn gerade jemand erschossen wird oder wenn gerade irgendwie was ganz Furchtbares passiert oder irgendjemand einen Abhang runterstürzt oder irgendwas Spannendes, dann ist das fürs Marketing erstmal sexy. Mhm. Ne, weil, das ist bestimmt spannend. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht ein Riesenspoiler und der die Geschichte geschrieben hat, sagt, oh mein Gott, nein, das darfst du doch noch nicht zeigen. Irgendwie zeig doch lieber am Anfang, wo alles noch gut ist. Ja. Und der Marketingmensch sagt dann, ja, aber am Anfang, wo alles gut ist, ist langweilig. Das ist kein cooles Bild. Ja, so ist das. Und dann muss man irgendwo die Mitte finden und gucken, was halbwegs ansprechend ist, aber noch nicht so viel verrät. Das ist immer eine Gratwanderung. Ne? Ja. Bei den Demos ist es auch so. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum wir häufig den Spielstart zum Beispiel nicht als Demo genommen haben. Warum nicht? Eigentlich bietet sich das ja total an. Machst du einfach ein bisschen Spielstart und machst dann ein Cap und das könnt ihr schon mal spielen. Aber beim Spielstart kann der Spieler noch nichts. Das heißt, du zeigst im Grunde genommen überhaupt nichts über
welche Fähigkeiten er haben kann, welche coolen Kampffeatures er haben kann, welche Zauberfähigkeiten oder sonstige Sachen er haben kann. Und wenn du ihm die einfach gibst, aber die Figur kann schon alles, aber es ist trotzdem der Spielstart, dann ist das auch lame irgendwie. Dann kommst du als super geiler Hoshi irgendwie den Weg entlang irgendwie, da kommt eine Ratte und du ja, das kommt dann total blöde. Das möchte man ja auch nicht. Also muss man sagen, okay, die Spielstartmonster sind jetzt nicht das, was ich eigentlich zeigen möchte, sondern schon ein paar coole und so, und dann der Spielstart ist vielleicht noch ein bisschen eingeengt. Eigentlich möchte ich ja die Freiheit zeigen und diese ganzen Sachen. Also nimmst du dann nicht den Spielstart, sondern etwas anderes, eine Parzelle irgendwo aus dem Spiel mittendrin. Verrät dir dann nichts über die Geschichte, aber da kannst du schon mal ein paar Features zeigen. Du kannst hier langlaufen, du kannst da langlaufen, du kannst schon mal ein paar Sprüche ausprobieren, du kannst schon mal ein paar Waffen ausprobieren und möglichst viel vom Spiel zeigen, ohne Story zu verraten. Ne? Und auch da kommt oft Feedback irgendwie, ja, waren aber wenig Quests in der Demo. Ja, sind wenig Quests in der Demo, aber du kannst sie schon mal anspielen, kannst 1, 2 Entscheidungen fällen, und wenn du den Rest sehen willst, ja, dann guckst du dir vielleicht lieber das Vollpreisspiel an. Ne? Das ist dann so der... Man kriegt ja auch viel zu sehen mittlerweile, auch vor Release schon. Ne? Ja. Es gibt sehr viele Streamer, die das Spiel schon mal spielen, also das kriegt man schon mit. Kriegt man mit, genau. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, war's das erstmal mit dem ersten Thema. Mhm. Und ja, hast du eine Community-Frage mitgebracht? Ja, eine. Die Frage ist, gibt es denn den Soundtrack von Elex irgendwo zu kaufen? Die Antwort auf die Frage ist ja, das kann man tatsächlich kaufen, wenn man das möchte. Und zwar gibt es bei Steam irgendwie so eine bei Extras irgendwie mein Gott. Digital Extras nennt sich das. Und wenn man das haben möchte, da sind ein Making-of, ein PDF-Datei, Artbook und auch der Soundtrack mit drin. Ja, gut. Kommen wir zur nächsten Sektion der Trophybox. Okay, wir haben ja ganz was Feines drin. Und zwar... Tada! Oh! Guck mal hier. Das ist ja... das ist ja überraschend. Oh, Jenny! Mein Gott, wo kommt das denn her? Das für ein Ding? Ja, erzähl mal, was ist das überhaupt? Ja, das ist die mittlerweile ziemlich begehrte, wie ich gesehen habe, Figur von Cyberpunk. Wir durften uns ja auf der... soll ich das mal da runterhalten? Ich kann das auch da runterhalten. So, guck mal hier. Ein bisschen Licht dran. So. Hui. Ja. Ah, das ist schön, da kann man es sehen. Genau, wir durften uns ja auf der Gamescom Cyberpunk einmal angucken in einem Video. Dieses Video ist mittlerweile tatsächlich auch im Internet einsehbar. Und dort wurden wir von CD Projekt eingeladen, was ziemlich cool ist. Die sind nämlich sehr nett und arbeiten fleißig an diesem Titel. Und ja, wer dorthin gekommen ist und sich das angeguckt hat, bekam so eine Einfach Figur mal eine geschenkt. Figur geschenkt, so. Genau. Fand ich total krass, ja. Fand ich echt cool. Ja. Ja. Dann so ein Stapel irgendwie und jeder Hier, bekam nimm mal dann eine davon und das Ding ist uns natürlich heilig und kommt schön in unsere Trophäensammlung, denn das ist ein Spiel, auf das wir uns auch sehr freuen. Da habe ich voll Bock drauf. Ja, ich auch. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen und sind Sie auch nächste Woche wieder mit dabei, wenn es heißt Piranha Becken TV. Tschüss. Tschüss. Und zwar haben wir da ganz was. Mein Gott, die Gesundheit. Und zwar, das kann ich ja rausschneiden. Das wird wieder so eine total beknackte Folge.